Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Wir sprechen heute über die Merkaba und die Merkaba ist ein sehr großes Thema und weil ich nicht ganz genau weiß, ja, genau, wo du am besten ansetzt, würde ich einfach sagen, leg einfach mal los, Biene. Also ich glaube, die Merkaba ist so ein intensives und großes Thema, dass ein Podcast, wenn man wirklich alles erklären möchte, was zur Merkaba gehört, nicht ausreicht. Also würde ich da anfangen, was ich finde, was vielleicht am besten verständlich und das Wichtigste ist, dass die Merkaba das energetische Herz des Menschen ist. Also so wie der Körper im Physischen, das Herz, das Organ ist, was dich am Leben erhält, letztendlich mit vielen anderen Organen natürlich Mhm. verbunden, ist die Merkaba das energetische Herz. Und wenn die Merkaba sich schließt, dann würde das bedeuten, also das würde auch den physischen Tod bedeuten. Und es gibt sehr viele Wörter für die Merkaba. Also ich glaube jetzt das bekannteste ist die Seele. Und es ist schwierig, weil es einfach, wie gesagt, Wörter sind. Gell? Aber wenn ich mir den Lichtkörper anschaue, und ich habe zigtausende von Lichtkörper mir schon angeschaut, ist Merkaba und Seele eins. Und ich kann jetzt nur sagen, wie es ich sehe. Ja, wenn ich im Lichtkörper schaue, dann schaut die Merkaba aus wie ein großer Blütenkelch, der sich bewegt und der zirkuliert. Und diese Zirkulation feuert auch alles andere Energetische in dir an. Okay, ich meine, die meisten Menschen kennen wir jetzt von damals noch aus vielen Büchern und so. Merkaba ist ja ein sehr gebräuchliches Wort. Kennen die Merkaba als die rotierenden Lichtfelder, Dreiecke, Strukturen und so. Siehst du das auch so oder ist es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, der Blütenkelch? Wenn ich es jetzt aufzeichnen könnte, gell, dann wäre es ein bisschen einfacher. Aber ich finde schon, dass es eher einer Blüte ähnelt. Also die Merkaba besteht aus 18 Aspekten und jeder einzelne Aspekt zirkuliert für sich und gleichzeitig miteinander. Und je nachdem, wie diese Aspekte zirkulieren, verändert sich die Form der Merkaba. Also die Merkaba kann mal so ausschauen und mal so ausschauen. Also daran kann man auch immer erkennen, wie zum Beispiel der Biorhythmus bei Menschen funktioniert oder wie Energien ausgeglichen sind oder welche Energien es braucht, dass es dir besser geht. Also das sieht man alles an der Zirkulation der Merkaba. Und dann kann man sich noch vorstellen, dass wenn man jetzt sich diese 18 Aspekte wie so kleine Blütenblätter vorstellt, die ineinander rotieren oder sich bewegen, zirkulieren, wie auch immer man das nennt, gehen die aber auch auf und ab. Also es ist jetzt nicht nur, dass die in eine Richtung zirkulieren, sondern sie bewegen sich auch nach oben und nach unten. Und das hat also Grund, oder ich erkläre es anders, wenn der Rhythmus nach unten geht, gehen bestimmte Energiebahnen oder ich nenne es jetzt einfach mal kleine Blüten, gehen nach oben und öffnen sich. In dem Augenblick, wo es anders ist, wenn die Merkaba praktisch wieder nach oben geht, jetzt muss ich selber überlegen, schließen sich diese Blütenblätter wieder für Augenblicke. Und das ist immer der Prozess, wenn man Energie aufnimmt. Und jeder Mensch, egal ob er jetzt an Energie glaubt oder nicht, wird mit einer Grundenergie versorgt, sonst könnte er nicht leben. Also dieser Ablauf ist eigentlich immer gleich. Und dann kann man aber sehen, dass eben wie lange oder wie verweilen solche Blütenblätter, die an diesen Aspekten angebunden sind. Und je nachdem, wie lange die verweilen und offen sind, kann man erkennen, wie viel Energie derjenige Mensch gerade aufnimmt. Also wenn ich mir jetzt, was weiß ich, heute Nacht deinen Lichtkörper anschaue,
dann kann ich sehen, wie viel Energie hast du aufgenommen. Und ist das genug Energie oder ist die Energie auch richtig verteilt? Wenn sie nicht richtig verteilt ist, dann können eben Lichtkörpersymptome auftreten. Und normalerweise ist es aber so, dass die Aspekte selber dafür sorgen, dass alles im Ausgleich ist. Aber manchmal ist es halt so, dass bei den Menschen halt nicht so ist. Es ist nicht alles ausgeglichen und im richtigen Rhythmus ist. Und das liegt auch daran, dass jeder einzelne der 18 Aspekte eine und mehrere Aufgaben trägt. Und je nachdem, mit welchem Aspekt du dich besonders beschäftigst, umso mehr und intensiver zirkuliert der. Das ist jetzt grob alles nur erklärt. Natürlich funktioniert eine Mehrkaber und wenn die Mehrkaber ganz geöffnet ist, sieht man in der Mehrkaber nochmal so ein Blütenkelch. Das ist praktisch der große Blütenkelch mit diesen ganzen Aspekten, wo die ganzen Energiebahnen weggehen, also diese kleinen Blüten, die gehen dann alle in verschiedene Richtungen, verteilen sich im ganzen System und innen drinnen ist nochmal eine Blüte, die zirkuliert. Das ist der Seelenkern, ganz innen drinnen. Und diese Blüte, die zirkuliert immer in diesem Rhythmus, so wie es für dich bestimmt ist. Das kannst du nicht beeinflussen. Ist das der vollkommene Ausdruck deiner Mehrkaber, die innere Blüte dann, oder? Das ist dein Seelenkern. Das, was viele Menschen sagen, wenn Menschen daran glauben oder man hört es sehr oft, das ist für dich bestimmt oder Schicksal, dann kannst du es nicht verändern. Das ist schon richtig, bis zu einem gewissen Punkt stimmt es auch. Also ja, aber natürlich gibt es hunderte von Entscheidungen, die du triffst, dass sie dich dahin führen, was für dich tatsächlich, dass es auch in Erfüllung geht, was für dich bestimmt ist. Also unser Innerstes sieht im Prinzip aus wie ein Blütenmeer. Ja, weil, also so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Es ist eher so, dass eben von diesem zirkulierenden Feld, was ich jetzt das spirituelle Herz als spirituelles Herz bezeichne, gehen ja auch diese ganzen Energielinien ab. Das sind Tausende, die da abgehen, also in allen verschiedenen Richtungen, die den Lichtkörper bilden und dort überall Anbindung brauchen, wie zum Beispiel das spirituelle Rad. Also das spirituelle Rad ist wieder verbunden mit der Mehrkaber. Also das kannst du dir eigentlich vorstellen wie so ein Korb. Also wenn du dir jetzt einfach mal einen Korb vorstellst mit einer großen Blüte und der Henkel, das sind Energielinien und oben sind wieder lauter Blüten, die sich öffnen, zusammenziehen, öffnen, zusammenziehen, öffnen, zusammenziehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel um Heilung bittest oder die geistige Welt Heilung ausschüttet, bei einem Schritt oder wie auch immer, dann fließt es in diesen zirkulierenden Blüten oben ein. Am Griff des Korbs. Genau. Und erst wenn sozusagen die Mehrkaber bereit ist, da müssen so und so viele Blüten offen sein, also sie muss sich praktisch senken, um dass diese Blüten nach oben gehen. Die müssen sich öffnen. Dann ist die Mehrkaber bereit, das aufzunehmen, was oben als Metapher dieser Henkel mit diesen Blüten, dann ist ein Mechanismus, wo das so zusammenläuft und dann wird es umgeschüttet. Und dann fließt es praktisch in diese Blütenblätter in dem Augenblick, wo die Mehrkaber sich gesenkt hat, dass diese Blüten nach oben gehen und sich öffnen. Und dann schließt sich das. Das heißt, die Energie wird gehalten, die da drinnen ist. Und dann kann man sehen, dass eben eine ganz starke Zirkulation beginnt, also stärker als der normale Rhythmus. Und das bedeutet, dass in diesen Verwirbelungen sich die Aspekte, wie so Art Fühler sind es dann, die holen sich praktisch das aus diesen Blütenkelchen raus, was sie brauchen. Und so verteilt sich dann die Energie in allen Aspekten, wie sie auch gebraucht wird.
Jetzt ist aber einfach auch so, dass einfach bei ganz vielen Menschen, wenn ich mir einen Lichtkörper anschaue, bestimmte Aspekte viel mehr zirkulieren als andere und die sozusagen sofort nach dieser Energie greifen, die in diesen Blütenblättern sich gesammelt hat, die verschlossen ist, und die Fühler, die dann da reingehen, die können das rausholen und dann haben die mehr Energie als die anderen Aspekte. Und das ist dann oft das, was die Leute sagen, Lichtkörpersymptom. Also ein Ungleichgewicht in den Blüten. Es ist nicht wirklich ein Ungleichgewicht, also weil die Aspekte sind intelligent, die wissen genau, wie es sein soll, wie es richtig ist und so. Das wäre jetzt übertrieben. Aber wenn ich mir Lichtkörper anschaue, dann sehe ich jetzt schon zum Beispiel manchmal, dass in bestimmte Aspekte, dass die einfach zu schnell zirkulieren und dass die vor allen Dingen freischwingend zirkulieren. Und das ist nicht so besonders gut. Und welchen Aspekt siehst du da ganz besonders, der oft zu schnell zirkuliert? Ja, das ist unterschiedlich, so wie alle Menschen unterschiedlich sind. Ja? Also, Aber gibt es da kein so ein Muster, was man erkennen kann? naja, bei vielen ist es schon auch der Fähigkeitsaspekt. Der zirkuliert zu viel, also kriegt er zu viel Oftmals Aufmerksamkeit? Nee, nicht zu viel Aufmerksamkeit, sondern der Fähigkeitsaspekt wird dadurch, dass die Menschen ja, also unter uns sind ja viel Heiler, viel Menschen, die eben spirituell auch arbeiten. Da wird der Fähigkeitsaspekt natürlich auch beansprucht, dehnt sich aus. Und wenn da keine richtige Erdung ist, also deswegen ist ja auch die Erdung so wichtig, dann kann es eben passieren, dass der Fähigkeitsaspekt diese Energie nicht mehr richtig abgeben kann und dann nicht zu intensiv, sondern einfach etwas anders zirkuliert, als er sollte. Also wie eine Verspannung im Körper im Prinzip. Ja, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber das sind Sachen, die ich jede Nacht mache. Das ist einfach, wenn du dir deinen physischen Körper vorstellst, ist es ja auch so, also ich häkel sehr gerne oder zeichne sehr gerne, wenn ich jetzt 3 Stunden häkelt, dann ist auch meine Hand beansprucht. Ja, da merke ich auch, dass ich was gemacht habe. Muss ich halt ein paar Übungen machen oder die Leute sehen jetzt nicht, was ich mache, aber so halt auf zu, dann ist es wieder weg. Oder dir schläft mal was ein, weil du darauf gelegen bist, dann musst du einen Arm ausschütteln, dann geht es wieder vorbei. So ähnlich ist es bei den Aspekten auch. Also ich möchte jetzt nicht, und das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen Bedenken oder Angst kriegen. Da ist nichts, was beängstigend sein muss oder was einen Angst machen muss, weil das sind lebendige Energien, die wissen schon. Hochintelligente, die halten dich ein Leben. ja. Also intelligenter geht es ja gar nicht. Ja. Also Ja, im Prinzip wie dein Körpersystem auf energetischer Ebene. Dein Körpersystem hält dich auch am Leben. Genau. Auf der physischen Und auch Ebene. wenn du mal was spürst, dass dir eben die Hand einschläft und so, das ist ja nichts Schlimmes. Denkst du ja? auch nichts dabei. Genau. Und so denke ich mir auch nichts dabei, wenn ich die Lichtkörper anschaue und sehe, der Benny. Ja, schon wieder. Da mache ich das halt schnell. Und dann, das ist jetzt nicht so der Rede wert, aber was wirklich spannend ist, dass die Meerkaba sehr, sehr viel Wissen und Weisheit hat, muss sie ja haben, als energetisches Herz. Dass alles, was im Lichtkörper passiert, von der Meerkaba ausgeht. Und da sieht man dann schon große Unterschiede. Also es gibt, wenn man jetzt die Lichtkörper anschaut, also viele sagen ja, habe ich schon mal gehört, dass jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, jemand hat zu mir gesagt, ich habe einen dunklen Fleck in meinem Lichtkörper, was Dunkles. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Noch nie. Und ich glaube, das, was die Menschen dann meinen, das ist einfach, es ist auch nicht grau, sondern es ist einfach wie ein Schleier. Also es gibt, wenn du dir vorstellst, nennen wir einfach mal eine Zahl, 144.000 verschiedene energetische Felder in einem Lichtkörper und Tausende davon funkeln und zirkulieren und sind miteinander verbunden und dann gibt es eben Felder, die sind weniger miteinander verbunden. Da wird weniger Energie hingebracht
und deshalb sind sie farbloser. Das ist vielleicht der richtige Ausdruck. Ja. Vielleicht sollten wir das mal kurz auch noch klären. Ich bin jetzt auch kein Spezialist im Sehen von solchen Energiefeldern, aber es gibt ja die Aura und ich glaube, das, was du meintest, ist die Aura, dass die Menschen dunkle Flecken in der Genau. Aura gesehen haben. Ja. Und die Aura widerspiegelt ja im Prinzip dein menschliches Sein auf dem Planeten wieder. Also nicht wirklich die Merkaba, das Tiefere, das spirituelle Herz, sondern etwas Äußerliches, Fluktuatives, was morgen schon wieder ganz anders aussehen kann, oder? Das ist halt, das ist die Aura, was du beschreibst, aber ich habe jetzt schon den Lichtkörper gemeint. Ich weiß. Und der Lichtkörper besteht halt aus zigtausenden von Feldern, also energetischen Feldern. Und wenn man den vorherigen Podcast zum Beispiel gehört hat, mit dem Botschafter der Liebe, das ist zum Beispiel ein Feld, was eher farblos ist, wenn du mit dem Botschafter der Liebe nicht in Kontakt trittst. In dem Augenblick, wo du mit dem Botschafter der Liebe in Kontakt trittst, fängt dieses Feld an, sich zu verändern. Es zirkuliert, das ist wie Atmen und es bekommt eine Farbe. Also es funkelt. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist wie so eine kleine Wunderkerze, die man so anzündet und es sind lauter Funken, die dann entstehen. Und so kann man halt im Lichtkörper ganz genau sehen, okay, wie ist das magische Feld, sind die inneren Helfer, gibt es alles Mögliche. Genau, möchte den Menschen ja auch nicht überfordern und das alles kann man sehen und wenn man sich vorstellt, dass das alles von dieser Merkaba ausgeht, dann ist es schon eine Intelligenz, die unbeschreiblich ist. Es ist ja im physischen Körper schon so. Ja, dass man sagt, okay, die ganzen Organe, wie die miteinander sprechen, wie die Informationen hin und her senden, die Zellen des Gehirns, das Gehirn ist ja weitgehend noch unerforscht eigentlich. Und wenn man sich den spirituellen Körper anschaut, dann es übertrifft bei Weitem den physischen Körper. Und ich finde das schon sehr interessant. Wie gesagt, die Merkaba ist allumfassend das, was du bist, die Essenz deines Seins. Also wenn du jetzt zum Beispiel ins vereinigte Chakra gehst, wenn du in die Stille gehst und einfach deine Chakren vereinst mit deinem Gotteslicht, zirkuliert die Merkaba vollkommen anders. Sehr viel langsamer und dieses langsame Zirkulieren bedeutet, dass alles intensiver ist. Also die Merkaba kann schnell zirkulieren und sie kann langsam zirkulieren und das langsame Zirkulieren hat immer was damit zu tun, dass es etwas Tieferes ist. Also wenn du jetzt einen Aspekt anschaust, nur einen, nehmen wir mal nochmal den Fähigkeitsaspekt, dann ist der ja durchdrungen von Tausenden, also ich kann es nicht zählen, von so, wie kann man das sagen, Lichtlinien. Und man kann genau sehen, welche Lichtlinien wie weit nach unten gezogen werden. Also an welcher Stelle der Oberfläche zirkuliert diese Energie bis wohin. Und das ist auch sehr interessant zu sehen. Weil natürlich sollten die Energielinien im besten Fall alle bis nach unten gezogen werden. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Ist das so, dass du, wenn du diese Tausenden von Lichtlinien in einem Aspekt von 18 Aspekten oder mehr, könntest du das rausfinden, was das ist, wenn du nicht mit der geistigen Welt sprechen kannst? Wie du es ja gerade, du könntest ja nachfragen. Könntest du es auch so Mittlerweile sehen? schon, ja. Also ich brauche ganz, ganz selten, also ich sage jetzt mal, wenn ich 100 Lichtkörper anschaue, vielleicht einmal, dass ich was nachfrage. Aber mal angenommen, jemand würde jetzt ganz neu lernen, diese Felder zu sehen und diese Lichtlinien zu sehen und so, wüsste dann genau, was das bedeutet? Nein, das eben nicht. Du musstest auch erst Informationen einholen, damit du es in der Tiefe verstehst, was da überhaupt passiert vor deinem Auge. Aber ich mache es ja auch schon eben. so lange. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist mir halt so wichtig, Benny, dass nicht so ein Podcast so rüberkommt wie ich bin die Tolle, ich kann das alles sehen. Ich meine, ich habe fast 30 Jahre Schulung hinter mir. Also ich kann das halt einfach und ich glaube auch, dass es eine Fähigkeit von mir ist. Also viele meinen ja immer Medium, das sage ich auch oft im Team.
Ja, das sehe ich jetzt gar nicht so als meine große Fähigkeit. Das ist ein Ist-Zustand, der mir gegeben wurde. Deswegen bin ich hier. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja auch noch andere Also Fähigkeiten. du hast auch einen guten Fähigkeitsaspekt sozusagen, wo alle Linien schön weit unten Und ich glaube, sind. eine Fähigkeit davon ist schon, einen Lichtkörper zu sehen. Ja. Ja, was heißt ja, ich glaube, Biene. Ja, ich möchte halt nicht, dass die Menschen denken, ich bild mir da was drauf ein oder so. Das tue ich nicht, wirklich nicht. Natürlich Also nicht. aber ich brauche es halt auch bei den persönlichen Essenzen zum Beispiel. Oder einfach auch, jetzt hat man Seminar und da war ja Teilbock-In. Und da habe ich es mir natürlich angeschaut und da hat man auch gesehen, dass die Aspekte und die Mehrkörper bei eigentlich allen ganz anders zirkuliert hat. Und das ist natürlich schön, das dann zu sehen und das muss ich ja auch sehen können, gell? Sonst könnte ich meine Arbeit gar nicht machen. Ja, musst ja die Zusammenhänge erkennen Ja. und wissen, wo du weitermachst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man die Grenzen kennt, wo man aufhört. Weißt, also dass, wenn ich was sehe, also ich nehme jetzt immer dich als Beispiel, ich kenne dich fast mein ganzes Leben. Ich weiß genau, auch wenn ich dich noch so gut kenne, dort ist meine Grenze. Ich höre auf. Hier ist meine Grenze. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht übergriffig wird. Und da brauchen die Menschen, also bei mir sowieso, überhaupt gar keine Angst haben. Also bei mir geht es ja eher in die andere Richtung, dass sie sagen, tu doch mal noch mal ein bisschen mehr und so. Aber ich finde jetzt auch bei anderen Menschen, weißt, das hört man ja immer wieder ganz oft. Also ich habe mal gehört von einer Kundin, das ist schon lange her, aber ich werde es nie vergessen, weil das hat sich so in meine Seele eingebrannt irgendwie. Ich fand das so schlimm. Das war bei einem Crime Festival. Da hat mir eine Kundin erzählt, dass eine andere Kundin in einer Pause zu ihr gesagt hat, also ich habe jetzt dir dein Gelöbnis aufgelöst. Ein Implantat gezogen oder sowas, ne? Genau. Genau, ein Implantat gezogen oder irgendwas, genau. War fast noch schlimmer. Und mir wurde es wirklich übel. Mir wurde es richtig übel, weil es gibt nichts, was so übergriffig ist. Und ich kann für keinen anderen Menschen, egal wie sehr ich ihn liebe und egal wie sehr ich Menschen helfen möchte, ich kann sie nur begleiten, sie anleiten und schon auch etwas für sie tun, wenn ich sehe, das ist in Ordnung, dass ich das jetzt mache. Aber dass ich für jemanden ein Gelöbnis löse, würde ich niemals machen. Ja, vor allem auch ungefragt. Das ist ja noch krasser gewesen da beim Festival. Ja, ungefragt, aber ich würde es auch nicht machen, wenn ich gefragt wäre. Ja, eben das ist das, was du ja gerade versuchst zu erklären. Also, du bist da so zurückhaltend in dem, was du tust. Absolut. Du dürftest eigentlich noch viel mehr machen, aber tust es ja nicht. Genau. Was du mir ja mal erklärt hast, du schaust nicht auf den Menschen, was er jetzt in dem Augenblick will, und du schaust auf das, was am besten für die Seele ist, um weiterzukommen. Und das muss man ja auch wissen, dass wenn man diese Schichten der Seele, das ist wie eine, also wenn man ich sag's bildlich, gell, also menschlich, wenn man jetzt die Seele hat 12 Schichten und eine große Oberfläche. Und die 12 Schichten kann man sich vorstellen wie Treppen. Ja? Und die Menschen, was die spüren, die allermeisten Menschen, was sie wollen, spielt sich an der Oberfläche der Seele ab und nicht irgendwo in der Mitte. Ich schaue aber auf das Allumfassende. Und wenn ich jetzt sehe, du möchtest etwas, aber ich sehe, auf der 3. Treppenstufe wäre das nicht okay, da ist deine Seele noch gar nicht bereit dazu, dann mache ich es auch nicht. Also das geht gar nicht. Ja, du willst ja niemandem schaden. Und das wäre ja. Genau, das wäre Schaden. Ja. Und so war das eben auch bei der Frau, die da gesagt hat, ich habe dir da ein Implantat gezogen. Ich meine, ich glaube es ja noch nicht mal, dass das wirklich funktioniert hat. Da gehört ganz, ganz viel dazu, dass man sowas tatsächlich kann oder machen kann. Da müsste man zurückreisen und den Menschen den Teil der Seele mitnehmen. Also da müsste man so viel machen. Also glaube ich es eigentlich nicht. Aber allein diese Aussage macht ja was mit dem anderen Menschen.
Also das geht ja nicht spurlos an den Menschen vorüber. Und so ist es halt bei ganz vielen Dingen, wenn Menschen anderen Menschen etwas sagen, gerade das, was sie nicht sehen können, ja, und sagen dann irgendetwas und der Mensch ist belastet und es stimmt vielleicht gar nicht. Oder es stimmt wahrscheinlich sowieso nicht. Also mir gefällt das Wort spirituelles Herz immer besser. Man könnte eigentlich fast schon Merkaba weglassen. Ne? Das ist ja schon fast ein bisschen altmodisch. Schau mal, und wenn du jetzt in der Merkaba, in diesen ganzen Aspekten und Blütenkelchen und Tausenden von Linien und da ist ja noch ganz, ganz viel eingebettet in dieser Merkaba, sind alle deine inneren Helfer. Und jetzt stell dir mal vor, dass einige deiner inneren Helfer aktiviert sind und dann stell dir vor, wie die in der Merkaba wirken, was die machen können mit deinem spirituellen Herz. Das ist, also, wir haben wirklich goldene Schätze in uns. Wir sind goldene Schätze, Wir ne? sind goldene Schätze. Du bist ein goldener Schatz. Ja, und irgendwann machen wir dann noch einen Podcast mit Merkaba-Reisen. Aber das ist wirklich ein eigenes Thema. Da gehört ganz, ganz viel dazu. Und vor allem auch über die Aspekte an sich, ne? Die 18, die du erwähnt hast. 18, eigentlich sind es 21, 3 sind zurückgeblieben im Universum, um dich daran zu erinnern, dass du nicht alleine bist, also diese Angebundenheit. Und es gibt noch 2 Aspekte, die du selbst nicht erwecken kannst, die dir zugeführt werden, wenn du soweit bist. Wie zum Beispiel der Drachen und Aspekt. Einhorn, ne? Genau. Drache und Einhorn. So wie wir es benennen halt. Ne? Ja, das ist auch wieder ein Wort. Genau. Und ich glaube aber, die Menschen wissen es mittlerweile auch, die immer unsere Podcasts hören. Wir benutzen halt Worte, die wir verstehen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Schön, vielen Dank, Biene. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.